Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich bin Joshua Weseli und wir reden heute darüber, kleine Kinder und Babys kommen so in den Himmel, wenn sie sterben. Warum ist denn Abtreibung so ein großes Thema und so schlimm? Bevor wir loslegen, du darfst uns gerne abonnieren, mach die Glocke an, weil dann wirst du benachrichtigt, wenn wir ein cooles neues Video hochladen. Manche Christen sagen, dass es okay ist, ein Kind im Mutterleib abzutreiben, weil es ja automatisch in den Himmel kommt. Aber diese Annahme ist kurz gesagt Sünde. Und hier sind 6 Gründe, warum. Falls du unser letztes Video dann dazu noch nicht gesehen hast, verlinken wir unten in der Infobeschreibung. Punkt Nummer 1, Mord ist Mord. Es ist eine große Sache, Babys im Mutterleib zu töten, weil Mord eine große Sache ist. Wir wissen, dass es eine große Sache ist, weil die Todesstrafe von Gott nach der Flut eingeführt wurde. Und das können wir in Exodus lesen. Warum? Weil es eine große Sache ist, jemanden zu ermorden, der das Abbild Gottes ist. Kurzer Hinweis, das gilt heute nicht mehr, #Neuer Bund. Moses 9,6 sagt, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Denn Gott hat den Menschen nach seinem Bilde geschaffen. Das ist es, was diese Sache so wichtig macht. Man tötet keine Wesen, die einzig und allein nach dem Abbild Gottes geschaffen sind. Punkt Nummer 2, sie haben noch nicht gesündigt. Es ist eine große Sache, Ungeborene zu töten, um zu versuchen, einen Mord durch die himmlische Bestimmung des Ermordeten zu rechtfertigen. Denn dieselbe Rechtfertigung könnte für 1- oder 2-Jährige verwendet werden, die immer noch unfähig sind, Gottes Wort zu verarbeiten und zu interpretieren oder zu sündigen. Wenn Jesus das Argument verwenden würde, sicher ist das in Ordnung, dann könnten wir einfach herumgehen und alle 1-Jährigen töten und garantieren, dass sie in den Himmel kommen. Alle 2-Jährigen töten und garantieren, dass sie in den Himmel kommen. Und wir werden die Grenze vielleicht noch so 4, 5, 6, 7 Jahre irgendwo da ziehen und die ganzen Kinder töten, weil sie kommen ja automatisch in den Himmel und dann können sie sich nicht mehr von Gott abwenden. Das ist echt krank, sowas zu denken. Punkt Nummer 3, Christen töten. Eine andere Theorie, die zu Punkt 2 spielt, dass wenn wir Christen töten, dann sollte es nicht so schlimm sein, denn sie kommen ja in den Himmel. Aber stell dir mal vor, Jesus hätte gesagt, lass uns hinausgehen und Menschen zu seinen Jüngern machen und sie bekehren und dann schnell töten, bevor sie wieder vom Glauben abfallen, rückfällig werden. Das ist eine schreckliche Logik. Merkst du das? Also nur weil jemand in den Himmel kommt, heißt nicht, dass du ihn töten darfst, nur weil er garantiert in den Himmel kommt. Punkt Nummer 4, Gnade im Überfluss. Es ist eine große Sache, diejenigen zu töten, die kein Verbrechen begangen haben, nur um sie in den Himmel zu schicken. Denn die Bibel spricht genau diese Art von verdrehtem Denken an, wenn sie sagt, sollen wir sündigen, damit die Gnade reichlich vorhanden ist? Römer 6,1. Es ist eine Anmaßung, an Gottes Stelle zu treten und zu versuchen zu entscheiden, wer in den Himmel und wer in die Hölle kommt. Jemand versuchte, diese Logik gegen Paulus anzuwenden und hat gesagt, also lasst uns noch mehr sündigen. Und Paulus antwortete, sollen wir Böses tun, damit Gutes kommen kann? Römer 3,8 und hat ihn dann komplett zerlegt. Seine Antwort ist nämlich nein. Es ist eine falsche Logik zu sünden, damit etwas Gutes entstehen kann. Weil Plus mal Minus ergibt immer noch Minus. Punkt Nummer 5, Freude am Leben. Es ist eine große Sache, denn das Leben auf der Erde ist gut und wunderbar. Es ist richtig, auf der Erde leben zu wollen. Als der Apostel Paulus das Sterben und den Weg Jesu gegen das Leben und den Diensten der Kirche abwägte, entschied er sich dafür, am Leben zu bleiben. Das ist, was er schrieb. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist für mich der Gewinn. Weil ich aber mehr für Christus erreichen kann, wenn ich am Leben bleibe, weiß ich, was ich mir wünschen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich jetzt schon sterben, um bei Christus zu sein. Das wäre das Allerbeste. Philipper 1, 21-23. So, dann könnten einige sagen, okay, dann wähl doch den Tod. Aber in Versen 24 und 25 sagt er, andererseits habe ich bei euch noch wichtige Aufgaben zu erfüllen. Deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass ich weiterleben werde und euch allen erhalten bleibe. Dann will ich euch helfen, damit euer Glaube wächst und eure Freude auf diese Weise noch größer wird. Diese Möglichkeit sollten wir niemandem vorenthalten. Und du solltest niemals sagen, kleines Kind, ich schicke dich in den Himmel, weil damit nimmst du ihm die Chance, Gott auf dieser Welt zu dienen. Und das folgt nicht aus dieser biblischen Argumentation. Und unser letzter Punkt, Punkt Nummer 6, nicht der Richter. Schließlich ist es eine große Sache, weil es eine Anmaßung ist, an Gottes Stelle zu treten und zu versuchen, die Zuweisungen an Himmel und Hölle vorzunehmen. Gott ist der Richter, nicht wir. Unsere Pflicht ist es, Gott zu gehorchen, nicht Gott zu spielen. Ja, ich glaube, Babys kommen in den Himmel. Und nein, töte sie nicht, denn sie sind ein Abbild Gottes. Und die Erde hier ist der Weg zum Himmel.
Und es ist ihr Recht, auf diese Erde zu kommen. Und dieses Recht darfst du ihnen nicht geben, weil du bist nicht Gott. Und deswegen ist Abtreibung falsch, selbst wenn kleine Babys in den Himmel kommen, wenn sie sterben.